Hallo, hier ist mal wieder euer Ruti. Und wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, gibt es Neuigkeiten. Denn nach meiner Krankheit, OP, Reha, dem langen, kalten, dunklen Winter in Deutschland, ist es soweit. Ich kann endlich wieder reisen. Das hier ist Thailand. Und dass ich überhaupt hier sein kann, zeigt, es geht mir gut. Die Genesung ist gut vorangeschritten und ja, ich habe das okay, dass ich hierher reisen darf. Aber mein Leben ist natürlich ein bisschen anders. Wenn man einmal in diesen Abgrund geblickt hat, einmal gesehen hat, dass wirklich, man kann sehr schnell am Arsch sein, dann ist nichts mehr wie vorher. Denn mit einer Niere habe ich quasi das Reserverad schon benutzt. Ich bin ja so viel gereist, aber vor der Reise nach Thailand, ich hatte wirklich die Tage vorher, habe ich gedacht, am liebsten würde ich gar nicht reisen. Ich hatte überhaupt keinen Bock, ich habe mich unsicher gefühlt und dann hatte ich ein bisschen Schiss vor dem langen Flug und so. Es war auch so, mein Flug, kommt noch natürlich dazu, typisch Rutis Reisen, war über Katar. Und wie ihr wisst, ist da gerade Kriegsgebiet. Also der Flughafen oder der Luftraum war geschlossen, ist geschlossen. Weiß ich nicht, wie es jetzt im Moment ist, aber mein Flug wurde auf jeden Fall gecancelt. Die müssen aber EU-Recht, das ist natürlich schön, wenn man in Europa ist jetzt, das hat man alle Rechte, die müssen einen umbuchen. Und die haben mich dann über Helsinki gebucht und so, aber es war dann halt ein 20-Stunden-Flug. Also nicht 20 Stunden Flug, 20 Stunden Reise. Habe ich schon gedacht, so, oh, weiß ich nicht, ob ich das abpacke. Was ist, wenn es mir im Flugzeug schlecht geht? Es fühlt sich schon anders an und so, ja. Und es ist ja auch, das ist ja auch ein Narbengewebe und so weiter, das immer noch heilt. Das Krasse war, sobald ich in Thailand war, ich hatte ja auch riesen Schiss vor der Hitze. Hier ist jetzt die heißeste Zeit. Es sind irgendwie 35 Grad, aber wenn du auf diesen Wetter-Apps immer guckst, gefühlt 45 bis 50. Da gibt es irgendwie jeden Tag irgendwelche Hitzewarnung. Aber ich bin hier angekommen und ich habe mich sofort super gefühlt. Also die Hitze macht mir nichts aus, gar nicht. Ich bin mit dem Skytrain auch, also nicht mit dem Taxi gefahren. Erst habe ich gedacht, oh, soll ich ein Taxi nehmen, ist sicherer, ist besser und so. Das habe ich nie gemacht. Ich nehme den Skytrain, ganz normal, ist wie so eine Metro. Und es ist auch klimatisiert, ist alles tipptopp. Also ja, mit dem in die Stadt gefahren. Dann habe ich mir direkt auch dann ein Motorradtaxi genommen, mit dem großen Rucksack hinten drauf, ein Motorradtaxi gefahren und so zum Hotel. Alles kein Problem. Also wirklich, ich hatte gar nichts. Ich hatte den Schwindel hier noch gar nicht und so weiter. Und ich esse auch das Thai-Food die ganze Zeit, super scharfes Essen und so. Spicy นิดหน่อย Alles kein Problem. Natürlich achte ich auf mich. Ne? Ich trinke viel mehr Wasser als früher. Ich versuche Softdrinks zu vermeiden, trinke keine Cola und so, trinke weniger Alkohol. Ja, also es ist schon ein bisschen weniger wild, aber ja, es schadet halt nicht, ein bisschen auf mich zu achten. Wie gesagt, das Reserverad bin ich los. Jedenfalls kann ich wieder hier sein und eben für mich schließen sich einige Kreise hier. Zum Beispiel auch, natürlich habe ich mir auch ein Moped gemietet. Und das möchte ich euch zeigen, nämlich auch, weil hier in Thailand habe ich mit 14 auch das erste Mal auf einem Zweirad gesessen. Also hier habe ich Moped fahren gelernt. Ja, es war auf einer Insel und ja, da bin ich mit meiner Mutter hin. Die hat gesagt, hier, der will das lernen. Und dann habe ich auf so einem Parkplatz immer so ein paar Runden gedreht, bis ich das konnte. Und es war natürlich, welches Motorrad war es? Jeder Asienreisende weiß es, eine Honda Wave. Ja, früher hat man gesagt, bist du keine Honda Wave gefahren, warst du nie in Asien. Ja, hier gibt es Milliarden von den Dingern. Das ist so ein Halbautomatik-Scooter. Ja, also mit so einer, früher, meiner war mit so einer Kippschaltung. Also ja, du musst nicht kuppeln, schaltest nach hinten runter, glaube ich, und nach vorne hoch. Ja, ist der Klassiker. Und jetzt habe ich mir wieder einen Roller gemietet oder ja. Und es ist jetzt ja krass modern. Es gibt zwar immer noch Honda Waves, aber die Dinger, die vermieten, sind halt super modern. Also ich nehme euch mal mit. Das hier ist übrigens mein Bungalow. Kann man vielleicht ganz gut sehen. Ja, das ist halt hier in so einem See. Ist richtig geil. Und das Meer ist nicht weit von hier, 5 Minuten. Und hier sind auch so, da sind so Fische, kann man sehen. Aber hier sind auch so Warane, so Riesenwarane. Und die schwimmen in diesem See. Und da sieht man manchmal, das sieht aus, als wenn da Dinosaurier auftauchen und so. In der Nacht plätschert es immer und so. Ist so ein bisschen gruselig auch. Und ja, die sind so groß wie so ein mittelgroßer Hund. Also ich habe schon gesehen, die Hunde kämpfen mit denen manchmal. Und natürlich, wie kann man das vielleicht sehen, ich habe mir natürlich, wie sich für einen Thailand-Touristen gehört, schon Elefanten-Flipflops und eine Elefantenhose gekauft. So, jetzt gehen wir mal zu meinem Zweirad. Das musste natürlich sein, dass ich mir ein Moped miete. Ich hatte es extra in den Schatten gestellt,
Aber jetzt bin ich schon ein bisschen hier und jetzt steht es natürlich in der Sonne. Und ja, Sicherheit wollte ich eben noch mal darauf hinweisen, dass es so sicher ist. Du kannst den Helm einfach da drauf lassen. Ist scheißegal, wird keiner klauen. Ja, das ist es. 160 Kubik. Ja, das hier wollte ich auch mal zeigen. Ist witzig. Das ist hier, dass die Steuer bezahlt ist. Haben die hier so ein Röhrchen versiegelt. Ich habe mir natürlich direkt für 4 € eine Halterung gekauft hier fürs Handy. Dann kann ich immer navigieren. Ist super cool. Und ja, was ich erzählen wollte, ist eben, dass es eben super modern ist, weil das geht ohne Schlüssel. Das ist meine Tenere, die hat ja kaum Elektronik. Das Ding hat viel mehr Elektronik als meine Tenere. Also ist da drauf. Und wenn ich jetzt hier, ich habe das Ding den Transmitter in der Tasche. Ihr kennt das wahrscheinlich, für euch ist es ein alter Hut, aber für mich als Reisenden, bin sowas noch nie gefahren. Ja, kannst da einfach so und dann drehst du dran. Das ist halt richtig geil, wenn du halt irgendwie unterwegs bist. Du musst einfach nur aufsteigen und losfahren. Brauchst dich da nie um irgendwas kümmern. Das ist ganz, ganz nice. Und wenn ich jetzt weggehe, dann ist es abgeriegelt. Und für hier ist das super fein. Es ist halt viel wendiger und so und halt nicht so ein Riesenmotorrad. Wenn ich jetzt mal irgendwo, vielleicht könnte ich mir für einen Tag oder so noch ein richtiges Motorrad mir mieten und so weiter. Aber eigentlich brauche ich das nicht. Das Ding ist top. Was ist denn mit meiner Lucy? Die steht in Kolumbien immer noch. Genauso wie mein ganzes Gepäck. Deswegen, ich habe jetzt einen alten Osprey Backpacker Rucksack genommen. Es war halt wirklich eine richtige, fühlt sich an wie eine richtige Backpacker-Reise. Ist halt super cool. Ich bin jetzt hier natürlich bei der Familie von meinem Vater und die kochen halt auch brutal Thai-Food jeden Tag. Und da waren jetzt noch die Söhne und so zu Gast, also der Sohn und noch Kinder und so weiter. Die machen das ja nicht so, dass jeder sein eigenes Gericht bestellt, sondern die bestellen so 10 Gerichte und die werden in die Mitte gestellt und dann kannst du von allem essen. Das ist halt super cool, habe ich ja alles gegessen. Qualle, Käfer, diese komischen, die sehen aus wie so Urtiere. Sieht aus wie ein Rochen, aber ist eine Krabbe, hart. Ja, mit so einem Schwanz, keine Ahnung. Ja, verrückte Sachen gegessen, aber halt auch die Klassiker, ne? Pad Krapau oder so, ja, Thai-Food eben. Und es ist euch vielleicht aufgefallen eben gerade, dass das Bild so crisp ist. Denn mein ganzes Equipment ist in Kolumbien, wie auch meine Kameras. Und Insta360, die haben mir jetzt hier für die Reise eine neue Kamera geschickt. Ja? Die X5 ist das Flaggschiff von Insta360. Und ja, ich muss sagen, das ist eine brutale Kamera. Ja, ich kann es jetzt schon mal sagen, es gibt im Moment so einen Oster-Sale, also neue Saison fängt an oder ihr wollt eine neue Kamera haben für die nächste Reise. Da könnt ihr mal schauen. Ich packe den Link in die Beschreibung. Da gibt es jetzt Rabatte und wenn ihr es darüber bestellt, bekommt ihr auch noch so ein Zubehör dazu. Aber ich werde das Setup, was ich jetzt dabei habe, auch mal komplett vorstellen. Du brauchst eigentlich gar keine andere Kamera jetzt mehr. Weil du kannst alles mit dieser 360-Grad-Kamera, die kannst du eben als All-in-One benutzen. Und darüber wird mein nächstes Video gehen. Und dann zeige ich euch natürlich auch Bilder von Thailand, die ich mit dieser Kamera aufgenommen habe. Danken möchte ich natürlich nicht nur Insta360, sondern vor allem euch für eure netten Kommentare, die Genesungswünsche, dass ihr gefragt habt und so weiter. Das war wirklich sehr, sehr nett, ein überwältigendes Feedback. Im Einzelnen sind das die letzten Unterstützer, muss ich noch nennen. Dann gucke ich gerade einmal hier, hinter der Kamera steht der Computer. Frank, Tom zwischen den Welten, Martin, Oliver, Nicole Denise, nochmal Martin und Los Reyes de Kiel. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Dann gibt es mehr von Thailand, mehr von der Kamera. Und ja, ich kriege jetzt gleich wieder Thai-Food. Also, macht's gut. Euer Ruti. Auf Wiedersehen.